Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich möchte mit diesem Video ein altes Format aufleben lassen, was ich vor langer Zeit mal gemacht hatte. Das kam früher zumindest sehr gut bei euch an und da war die Nachfrage auch riesig nach. Ich hatte in letzter Zeit mir ein paar neue Projekte für YouTube, sag ich mal, überlegt, die in Zukunft jetzt noch alle so peu à peu folgen werden. Da sind ein paar coole Formate mit dabei, weil es in letzter Zeit mir persönlich hier und da schon öfter mal schwer fällt, nach weit über 2000 Shakes and Fidget Folgen mir neue Formate einfallen zu lassen, was es noch nicht gab. Und das ist alles gar nicht so easy. Ich habe öfter die Probleme, dass ich nicht weiß, was ich nächsten Tag bringen soll für ein Video. Diese Probleme haben viele Shakes and Fidget YouTuber. Es gibt kaum noch welche, aber vor allen Dingen die Daily Uploads machen, da ist es halt wirklich sehr schwer und deswegen bin ich momentan da gerade dabei, ein paar neue, coole Formate beziehungsweise alte Formate teilweise auch wieder zum Leben zurück erwecken zu lassen. Und aber bin auch, wie gesagt, dabei, neue Formate halt auch mit hinzuzufügen für die Zukunft, weil in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, Shakes and Fidget, YouTube stirbt immer mehr aus, so. Die Masse verlagert sich immer weiter auf Twitch. Das Hauptgeschehen findet auf Twitch statt. Dort gibt es ja auch Belohnungen, sag ich mal, wenn man dort Shakes and Fidget Content konsumiert. Und das lockt natürlich die Leute noch mehr an, weil sie halt eben für den Content, den sie dort bekommen, auch sogar noch einen Mehrwert kriegen, in-game-technisch durch die Drops halt eben. Und wenn zum Beispiel jetzt Leute am Tag irgendwie 4 Stunden oder was weiß ich wie viel Shakes and Fidget Content auf Twitch konsumiert haben, dann gehen sie natürlich nicht noch auf YouTube und gucken sich noch on top dazu irgendwie noch ein 10-20 Minuten Video nachträglich dazu an. Klar gibt es die Leute, die machen das und natürlich für die Leute bin ich auch nach wie vor immer noch jeden Tag am Start und bin auch dankbar, dass immer noch ein paar Leute hier auf YouTube am Start sind und für die mache ich das auch ganz genau, weil ich möchte nicht, dass Shakes and Fidget YouTube Deutschland komplett ausstirbt und da halte ich wirklich die Fahne sehr weit oben für und versuche das so gut es geht zu vertreten und deswegen versuche ich das mit bestehenden und neuen Formaten wieder so ein bisschen zurück zum Leben zu erwecken. Das erste, was ich in der Vergangenheit gesehen hatte und was halt wie gesagt auch sehr gut ankam, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so der Fall sein wird, sind Reactions auf eure Accounts, beziehungsweise auf eure Chars. Reaktionen auf eure Chars. Ich bekomme auch öfter auf Twitch die Frage, kannst du mal meinen Account anschauen, kannst du mal meinen Char anschauen, hast du irgendwelche Tipps, Tricks für mich auf Lager, kannst du mir irgendwelche Empfehlungen geben, was ich besser machen kann. Ja, und da haben wir in der Vergangenheit, das ist schon 5 Jahre her, Zuschauer-Chars bewertet und im Video gezeigt. Ihr habt denn damals einen Kommentar unter dem Video verfasst, wo ich euch zu gebeten habe, wie euer Ingame-Name ist, auf welchen Server ihr spielt und wie euer Playstyle ist. Ja, Free-to-Play, Pay-to-Win, Low-Eco, am besten noch, falls ihr natürlich wollt, mit einer Summe dahinter, wie viel ihr schon investiert habt, beziehungsweise, wenn halt eben noch ein paar kleine Details dazukommen, halt eben noch ein paar kleine Details, wenn ihr die dazu sagen wolltet. Und das kam, wie gesagt, in der Vergangenheit sehr gut bei euch an. Und auch von den Kommentaren her waren auch viele sehr, sag ich mal, erfreut über dieses Format. Man muss dazu sagen, vor 5 Jahren war Shakes and Fidget YouTube Deutschland auch noch anders als heutzutage. Dort gab es noch nicht sowas wie Drops auf Twitch. Generell war Shakes and Fidget auf Twitch noch nicht dort vertreten. Es gab noch keine Shakes and Fidget Kategorie auf Twitch. Deswegen hat sich alles auf YouTube konzentriert und alles auf YouTube auch abgespielt. Das ist, wie gesagt, heutzutage anders. Deswegen weiß ich nicht, wie das Format heutzutage auf YouTube ankommt. Ja? Deswegen, falls ihr Interesse haben solltet und ihr schaut jetzt gerade dieses Video und ihr seht jetzt gerade hier den Aufruf, dass ihr jetzt etwas in die Kommentare reinschreiben wollt und ihr wollt bei einem Zuschauer
Rating, sag ich mal, mit dabei sein. Das geht nicht speziell darum, dass ich jetzt nur, sag ich mal, Tipps und Tricks gebe. Es sind Reaction auf eure Charts. Das ist kein Character, keine Charakterbewertung, so oder was weiß ich irgendwie, ne? Es ist komplett gemischt. Ich werde meine Meinung zu eurem Char sagen. Ich werde mir die Zuschauer-Chars anschauen. Das kann von Level 1 bis Level 800, kann da alles sein. Ihr könnt der krasseste Spieler auf dem Server sein, dann gucken wir uns den krassesten Spieler auf dem Server an. Ihr habt Fragen in Bezug auf euren Char und ihr wollt irgendwie, dass ich euch weiterhelfe. Ich versuche euch meine Tipps und Tricks zu geben, wie ich euch weiterhelfe. So oberflächlich, wie ich das halt machen kann. Wenn man eine detaillierte Charakterbewertung haben möchte, dann müsste man theoretisch auch in SF-Tools rein. Man müsste euren Char auslesen. Wie sind eure Ausbauten auch in Festung, Unterwelt und so weiter und so fort. Ne? Und man kann da sehr detaillierte Charakterbewertungen machen. Ich gehe einfach nur auf euren Char ein. Klasse, Ausrüstung, Stats, Sammelalbum, ne? Und das mit eurem Playstyle, wie ihr halt eben spielt. Und falls ihr da Fragen habt, dann beantworte ich euch die. Also, Aufruf jetzt an der Stelle für die Leute, die im Video in Zukunft, ja, das ist jetzt noch nicht vielleicht das nächste Video und das ist auch vielleicht noch nicht das übernächste Video, sondern vielleicht in 5 Tagen, vielleicht in 10 Tagen. Ich kann euch nicht sagen, wann genau das fertige Video dazu kommt. Falls ihr aber da drinnen vorkommen wollt, ja, bitte ich euch als erstes euren Ingame-Namen mir in die Kommentare zu schreiben. Darunter den Server, auf dem ihr spielt und euren investierten Geldbetrag, Seite Pay to Win, Low Eco, Free to Play. Und wenn ihr wollt, halt eben, könnt ihr dort euren Playstyle noch ein bisschen detaillierter verfassen, was ihr vielleicht in Zukunft so vorhabt oder so. Mehr Details, umso besser, aber es sollte auch nicht zu lang sein, weil ich will, so wie hier in diesem Video, auch euren Kommentar dann in dem Video mit einfügen, so dass ihr dann halt auch in dem Video zu sehen seid, nicht nur euer Char, sondern auch euren Kommentar und wie halt eben euer Playstyle so ist. Ja, falls ihr das machen wollt und falls ihr dabei sein wollt, jetzt gerne in die Kommentare und diese 3 Dinge, so wie Cezo das damals hier gemacht hatte vor 5 Jahren, einfach reinschreiben und dann werde ich dazu in Zukunft ein Video machen. Wenn das gut ankommt, dann ja, wird das ein Format, was wir vielleicht häufiger mal wieder machen. So, ne? Es kann auch sein, dass das Ganze nicht mehr zeitgemäß ist, weil wie gesagt, das ist schon 5 Jahre her, 2020, das war absolut vollkommen drinne in der Corona-Zeit. Ja, da kam sowieso alles gut an, was man hochgeladen hat, weil alle waren zu Hause, niemand hatte Zeit, oder niemand durfte raus und so. Ne? Das war eine andere Zeit, deswegen kann es sein, dass es heute komplett outdated, das Format. Ich werde das trotzdem durchziehen und werde dann Kommentare mir rauspicken. Ich kann euch nicht sagen, ob ich dann alle nehmen werde, wenn es jetzt irgendwie so und wie unter dem Video hier irgendwie 80 Kommentare sind oder so, dann kann ich davon nicht so viele rauspicken. Aber ich versuche auf jeden Fall viele mitzunehmen und wenn sich das so in Grenzen hält, hier haben wir 25 Accounts gezeigt. Ich glaube, ich hatte auch, das ist Teil 2. Ich hatte im ersten Teil 25 und im zweiten 25, hatte glaube ich 50 insgesamt. Auf jeden Fall haben wir dieses Format ein paar Mal durchgeführt. Und es kam immer relativ gut an. Deswegen, jo, da auf jeden Fall, falls ihr Interesse habt, sehr gerne rein. Ja, also nochmal nur so unterm Strich gesagt, das ist keine typische Charakterbewertung so nach Schema Z, sondern das gilt mehr als Reaktion auf euren Char, den ihr im Video zeigen wollt. Ihr könnt natürlich ja, welchen Char ihr auch immer zeigen wollt, halt zeigen. Nicht bitte mehrere Accounts reinschreiben, sondern für einen Char entscheiden. Falls ihr mehrere Chars spielen solltet, bitte für einen Char dann nur sich dann da entscheiden. Und den gucken wir uns dann im Video an. Ne? Entweder ihr sagt, ihr geht voll auf Flex, ja, und postet da euren 800-Plus-Account rein in die Kommentare. Das könnt ihr machen, dann gucken wir uns den auch gemeinsam an, weil am Ende ist es eine Reaction auf meine Zuschauer, ja, und keine förmliche Charakterbewertung. Aber, wie gesagt, wenn ihr halt eben wollt, dass ich euch irgendwie weiterhelfe oder ihr braucht irgendwie Tipps oder so, dann kann ich auf den ersten Blick gucken, okay, ja, sind eure Skills gut verteilt, ne? Was sagt das Sammelalbum?
ist das so angepasst an euren Playstyle, Equipment und sowas und so weiter und so fort. Halt eben so diese simplen Sachen, die man herleiten kann, wenn man jetzt ganz einfach hier einen Blick auf den Charakter wirft. Und genau, gucken wir uns dann einfach an zusammen und schauen, was wir da so zusammenkriegen. Ne? Mittlerweile kann man ja sogar ein bisschen mehr schauen als früher. Ne? Man kann sich die Stats angucken, hier die Tränke, Beschreibung haben wir hier und wir können jetzt sogar, das ist halt neu im Vergleich zu früher, das ist halt ein neuer Slot, auch in euer Ruhmesregal reinschauen. Also das können wir meinetwegen auch machen. Dann gucken wir uns dann halt wirklich den Char von vorne bis hinten an und reagieren halt eben auf unsere, beziehungsweise auf meine Zuschauer auf YouTube hier. Ne? Alles klar, Freunde. Falls ihr das Format irgendwie cool findet oder feiert, dann könnt ihr mich das ja sehr gerne wissen lassen, indem ihr hier einen Daumen nach oben gebt. Dann weiß ich Bescheid, ob euch das gefällt oder nicht. Und wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar mit euren Namen, dann dem Server und euren Playstyle. Diese 3 Sachen sind entscheidend. Und dann kommt ihr in Zukunft irgendwann mit euren Char mal in meinem Video vor. Ich zeige euch und den Kommentar, den ihr dazu geschrieben habt. Ne? Ich würde sagen, so machen wir das. Und dann soll es das auch für das Video soweit gewesen sein. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Glück, dass ihr dann auch da rankommt, denn wie gesagt, je nachdem, wie viel das wird, suchen wir uns ein paar Leute raus oder wir machen einen zweiten Teil, je nachdem, muss ich mal noch schauen. Bis dahin alles Gute, lasst YouTube Deutschland nicht untergehen. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.